Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Update. Und ich weiß, es ist unglaublich, dass ich hier am Boden sitze, denn eigentlich ist das ja nicht unbedingt mein Territorium. Aber ihr werdet gleich sehen, warum es doch meins ist, oder teilweise. Die U-Bahn. Wir haben hier weitergebaut und auch Figuren platziert und die wollte ich euch heute mal zeigen. Ich weiß nicht, ob es hell genug ist, dass wir da reinfilmen. Ist okay? Perfekt. Was haben wir hier? Eine wunderbare U-Bahn-Station, wie ich finde, mit verschiedenen Geschäften, die mittlerweile bevölkert sind. Und ich hätte gesagt, wir schauen uns das mal durch und die Situationen dazu. Und dann kommen wir zum Rest von der U-Bahn, dann mit Christoph. Hier mal vorne sind quasi die Bahnsteige. Da ist kein Geschäft vorhanden, sondern eben nur die Couches. Und da haben wir 4 Freunde, die gerade auf die U-Bahn warten, weil sie, glaube ich, in den Freizeitpark fahren. Ihr seht schon, sie ist ein Gruselpark-Fan durch und durch. Er ist Jurassic Park-Fan. Bei ihm bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was er eigentlich für ein Fan ist. Ich glaube, Western war da meine Idee. Ja, genau, weil er da den Sheriff-Stern hat. Und dann haben wir noch ihn als Harry Potter-Fan. Er ist bei Slytherin und schaut sich hier gerade den Plan durch der U-Bahn, wann die nächste U-Bahn wieder kommt. Hier liegt noch ein paar Krimskrams herum, da sollen eigentlich Blumen noch entstehen, wo ich aber nicht genau weiß, wie man die baut, das heißt, ignoriert das. Und dann haben wir hier noch 2 Figuren, nämlich einerseits den Herrn, der gerade eine schlechte Nachricht bekommen hat, vielleicht, was weiß ich, dass ein Lego-Set ausverkauft ist, das er sich eigentlich gerade holen wollte. Ich bin mir nicht sicher. Und dann haben wir daneben noch den Herrn mit dem riesen Teddybär. Ich habe ja den Verdacht, dass der gerade vom Vergnügungspark gekommen ist und das Tier, das er dort gewonnen hat, das bringt er jetzt nach Hause zu seiner Freundin, Mama, wer weiß auch immer wen. Und überrascht sie oder ihn damit. Genau. Dann hinten haben wir eine Bäckerei. Ups, kein kleiner Schwenk hier rüber. Die Bäckerei, ihr seht, eine wunderbare Verkäuferin steht hier hinten drinnen und eine Dame, die sich gerade etwas dort kauft und dann das auch in die Tasche verpackt. Ich glaube, es ist eine Breze, genau, die hier eingepackt wird. Also wunderbar. Daneben haben wir den Blumenladen mit einem Herrn, der schon das Geld in der Hand hat. Genau, vielleicht sieht man es so doch ein bisschen besser. Der schon das Geld in der Hand hat und eine Blume kaufen möchte. Er macht das regelmäßig und kauft da eigentlich jede Woche freitags Blumen bei der Dame, deswegen weiß sie das auch schon genau und steht auch schon mit der richtigen Blume da. Also keine Überraschung hier. Stammkunden gibt's auch in Wild City. Daneben ein Zeitungsstand mit verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, beziehungsweise Getränke werden hier rechts auch noch verkauft, also ein Traum, mit einem Jüngling, der sich wahrscheinlich das Science-Heft da oben kaufen möchte. Stehe ich im Verdacht. Wir wissen es aber nicht genau. Könnte auch das Gaming-Magazin da oben sein. Wir wissen es nicht. Wir sind gespannt. Dann geht es weiter zur Pizzeria und bei der Pizzeria ist auch einiges los. Ich schwenke hier mal rüber, genau. Da haben wir einerseits einen Herrn, der Werbung macht für die Pizzeria in seinem Pizzakostüm. Der arme Mensch muss hier den ganzen Tag stehen und ja, in diesem schlechten Kostüm hier herumgehen, ist sicher sau heiß da drin. Und dann haben wir noch den Pizzaverkäufer, was sicher sein Cousin ist, dem das quasi der Laden da hier gehört, der natürlich nicht im Pizzakostüm ist, sondern in seiner Kochmontur hier die Pizza zubereitet und verkauft. Und dann haben wir hier noch jemanden, der sich gerade einen Pizzakarton mitnimmt und ich finde, das ist ja einer der genialsten Sachen, die wir derzeit in Wild City stehen haben, denn der hat nämlich auf einem 2x2er in Weiß hat er die Pizza drauf. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich zoome mal rein. Hat er da die Pizza drauf und
Genau, und das obere ist dann quasi der Deckel und er macht es gerade auf, um zu checken, dass es die richtige Pizza ist. Er hat nämlich letztens eine vegetarische Pizza bekommen, obwohl er doch Salami bestellt hat. Also ich sag's euch, vielleicht ist dieser gute Mann hier hinten doch nicht ganz so top dabei, wie er zu tun scheint. Aber gut, er kontrolliert auf jeden Fall nochmal, es ist die richtige Pizza und geht zufrieden davon. Das freut uns natürlich sehr. Dann haben wir hier natürlich auch noch ein Häuschen, wo Tickets verkauft werden. Da ist auch eine nette Dame an der Ticketkasse und nebenbei ist ein Kollege von ihr, der gerade ein Croissant isst. Also der ist auch nicht wirklich brav am Arbeiten, aber gut. Gibt's halt überall, nicht wahr? Die Personen, die da, ups, sorry für den Fokus, die da nichts arbeiten und eher nur am Essen sind den ganzen Tag. Genau. Was hat sich sonst noch getan hier in der U-Bahn? Ihr habt es sicher schon gesehen. Hier oben haben wir die Bögen verbaut. Und ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde das ja grandios. Also das sieht doch megamäßig aus hier oben. Ihr seht, das schließt auch wirklich mit der Platte oben ab. Das heißt, die U-Bahn-Station ist relativ hoch. Wir haben auch noch vor, dass wir hier oben die Bögen aufbauen. Ja genau, dass man da quasi nach vorne, zur Seite und nach hinten noch die Bögen hat. Und dann ist quasi wirklich die Decke, weiß ich nicht, ob wir da quasi die Platte lassen oder ob wir da vielleicht auch noch andere Lego-Platten hineingeben. Das werden wir noch sehen. Aber ich muss sagen, mir gefällt das so schon sehr, sehr, sehr gut. Nimmt schon Form an. Ich habe Rita jetzt mal reden lassen, damit ihr seht, wie begeistert sie von der U-Bahn ist. Ohne Übrigens das dass super ich Licht. ein einziges Mal zu Wort komme, spricht Rita mehrere Minuten lang über die U-Bahn, aber wir haben eure Kommentare natürlich gelesen. Ich dachte, er spricht, sorry. Und sind begeistert, was ihr uns da geschrieben habt. Natürlich ist es nicht ganz, du sollst die U-Bahn filmen und Sorry. nicht realistisch, weil viele von euch geschrieben haben, dass wahrscheinlich die Zeitungen fortgeweht werden, wenn da der U-Bahn-Zug kommt. Andere haben geschrieben, dass das mit dem Blumengeschäft und das alles zu bunt ist. Das ist natürlich richtig. Wir werden den U-Bahn-Tunnel, wo die U-Bahn dann reinfährt, wahrscheinlich noch ein bisschen niedriger machen. Bei der Station haben wir uns gedacht, dass die Höhe so eigentlich ganz gut aussieht. Was ich gemacht habe, während Rita die Figuren aufgestellt hat, ich habe hier erstens mal alles noch ein bisschen weiter gefliest und dann seht ihr hier mal einen ersten Versuch für einen Übergang, wo man dann mehr oder weniger von Bahngleis 1 auf Bahngleis 2 kommt und genau. zwar soll mit hier einer ein Tür Lift kommen. Die Liftanlage ist hier noch nicht fertig, das ist jetzt hier nur mal mit den Steinen aus dem Legoland so pro forma aufgebaut. Hinten ist dann der Übergang, wenn du mal nach hinten filmst, da sieht man dann auch, wie die Leute von dem ersten zum zweiten Bahnsteig kommen. Sehr, sehr schön hier. Wahrscheinlich sogar ohne Lampe besser. Hier mit dem schwarzen Zaun gelöst. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich schaue mal, ob ich von hier nochmal reinfilmen kann, sieht man nur teilweise gut, vielleicht von der anderen Seite. Der Plan ist jetzt natürlich, dass wir hier, wo die gelbe Stiege ist, die ist natürlich nicht fix, sondern nur temporär, dass wir hier dann mehr oder weniger nach oben durchbrechen und hier, wo Ritas Kaffeetasse steht, dann hier so ein kleines Häuschen oder einen Abgang machen, damit die Leute dann hier auch in die U-Bahn-Station runterkommen. Das habe ich jetzt gemacht. Hier hinten, das sieht man fast gar nicht, auch mit Beleuchtung nicht, ist noch so ein kleiner Wartebereich mit Uhr und mit Werbetafel, so eine kleine Nische. Und was ich hier... Mit einer super Werbung übrigens, was wir vor kurzem bestellt haben, wo Item Market draufsteht. Ich möchte nur wissen, wo dieser Item Market eigentlich ist bei uns in der Stadt oder ob der nur eine Werbung hier hat. Genau, man sieht es ja schlecht. Übrigens, hier liegt noch ein Bogen, der gerade rausgebrochen ist. Sorry dafür. Ist relativ schwierig. Wir haben versucht, hier ein bisschen von der Höhe der Bögen auch ein bisschen zu variieren, dass das nicht alles so gleich aussieht, weil es soll ja eine U-Bahn-Station sein, die schon, keine Ahnung, 100 Jahre alt ist und da ist uns wieder, ihr seht, hier ist eine Lücke und es sind auch oben ein paar Bögen, die nicht ganz gerade drauf sind, aber so wird das in etwa aussehen. Hier wird noch wahrscheinlich so ein kleines Kontrolleurshäuschen hinkommen, wo dann, hoppla, was ist mit dem Zoom? So, wo dann noch mehr oder weniger so ein kleines Häuschen, wo alles kontrolliert wird und wo alles ja,
geschaut wird, dass alles seine Richtigkeit hat. Und wir haben auch hier um die Ecke weitergearbeitet, besser gesagt Rita. Ihr seht, sie freundet sich wirklich immer mehr mit der U-Bahn an. Und zwar hat sie auch hier diese Bögen aus dem Legoland jetzt mal, soweit wie wir die Wand schon gebaut haben, eingebaut. Und die sind also von der Höhe, also ihr habt auch vollkommen richtig gesagt, dass die meisten U-Bahn-Züge keine Oberleitungen haben, sondern das Stromkabel unten in den Gleisen ist. Wir haben aber auch schon U-Bahnen gesehen und sind sogar schon mit welchen gefahren, wo die oben die Stromabnehmer hatten. Wir haben jetzt hier mal pro forma, das kann man gerne noch ändern, wenn euch das nicht gefällt, diese Halbbögen eingebaut, so weit wie wir halt gekommen sind mit unserer Mauer. Die haben wir leider noch nicht weitergebaut, weil wir da noch keine Zeit hatten. Und auch hier wird wahrscheinlich jetzt eine Platte reinkommen. Ich denke da vielleicht dann eine 16×16 Platte. Die habe ich, glaube ich, im Legoland in dieser Farbe in hellgrau gesehen. Dass das mehr oder weniger hier dann so eine Nische ist mit einem halben Tunnel und wir werden immer wieder so im Abstand von, keine Ahnung, vielleicht einer Bodenplatte hier mal eine Stütze machen, dass das alles schön verbaut ist und dass dann wirklich alles auch fix ist und hier nichts mehr rumwackelt. Hier haben wir dann, ich schätze ungefähr 6-7 Zentimeter noch eine Lücke. Da habe ich zuerst nicht gerade gewusst, was man damit machen soll, aber vielleicht können wir da noch so ein verstecktes, eine Kanalisation oder irgendwelche versteckten Geschichten, so Superheldenlager oder so weiter, oder vielleicht gibt es hier irgendwelche Obdachlosen, die hier unten leben, das kann man hier noch einbauen, das wird vielleicht ganz nett aussehen, weil sonst, ihr habt recht, ihr habt es auch in den Kommentaren geschrieben, wird der U-Bahn-Tunnel einfach viel zu hoch und das sieht nicht besonders realistisch aus. Auch von hinten, ich weiß nicht, ihr werdet es wahrscheinlich nicht gut sehen können, sieht das jetzt ganz interessant aus und hier sind wir jetzt wieder bei Rita. Hello! Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden von dem, wie das jetzt aussieht. Was wir übrigens auch vielleicht vorhaben, ist, dass wir hier irgendwas unten drunter geben, damit das ein bisschen besser noch gestützt ist, weil das einfach doch ein bisschen durchhängt. Haben aber auch noch nicht ganz fixe Pläne, was jetzt da hineinkommt. Ja. Aber irgendwas kommt dahin. Es wäre vom Gewicht her jetzt nicht so tragisch, aber dadurch, dass man ständig Steine nach unten drückt, haben wir jetzt die Platte und das ganze Gestell schon ein wenig verbogen. Das ist auch der Grund, warum wir dort hinten jetzt so einen Schnitt in der Mauer drinnen haben. Also was wir geplant haben, ist sowieso, dass dieses Chaos, welches das Legoland zu verantworten hat, nicht mal wegräumen. Ja. Und hier wahrscheinlich ähnliche Kästen wie bei Ritas Minifigurensammlungen verwenden werden. Die gibt es auch in halber Höhe oder glaube ich sogar in 3/4 Höhe. Da gibt es vielleicht einen, der hier genau drunter passt. Und dann kommen die Steine, die wir jetzt in größeren Mengen haben, weil wir die immer im Legoland kaufen, einfach in solche Laden. Und dann können wir hier mit diesen weißen gelben Sackerl mal aufhören. Ich freue mich schon drauf. Ja, Rita liebt Ordnung. Übersichtlicher. Richtig. Ja, ich hasse es zusammenzuräumen, aber wenn es dann schön geordnet ist, ist es super. Ganz richtig, ja. Soweit also der Update-Fortschritt hier bei der U-Bahn. Danke für eure zahlreichen Kommentare. Es freut uns sehr, dass das ein Thema ist, welches euch auch sehr interessiert. Wie gesagt, auch bezüglich der Garnitur sind wir jetzt noch nicht besonders weit gekommen. Fest steht auf jeden Fall, dass wir die 60197, den nicht ganz neuen, aber vorherigen Passagierzug als Basis nehmen, mehr oder weniger die Räder, Technik und das Ganze und auch die Bodenplatten und dass wir dann auf den aufbauend dann unsere eigene U-Bahn machen. Da müssen wir halt schauen, dass das irgendwie vom Format her eine ist, die hier schön um die Kurve rumkommt und dass das schön aussieht, wenn die dann hier in die Station reinfährt. Aber das werden wir demnächst auf jeden Fall mal hinbekommen, denke ich. Und bis dahin lassen wir die Züge an der Oberfläche fahren. Safety first. Definitiv. Ja, falls ihr irgendwelche weiteren Ideen habt, was wir hier noch brauchen in einer U-Bahn-Station, ihr wisst, wir wohnen in einer Stadt, wo es keine U-Bahn gibt. Also falls ihr da noch was wisst, in die Kommentare. Und dann werden wir das noch einbauen. Ich bin gespannt. Mir gefällt es auf jeden Fall schon mal recht gut. Also ich bin zufrieden fürs Erste. Genau so soll es sein. Rita mögen wir, wenn sie zufrieden ist. Ja. Und dann wünschen wir euch auch noch ganz viel Spaß beim Bauen und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.